willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Diese Woche steht auf jeden Fall sehr viel Arbeit an. Ich habe Bock, wieder mit dem Training anzufangen. Die Leute hier motivieren einen so krass. Also jeder ist hier am Trainieren, jeder macht Sport. Du gehst aus der Tür, alle sind am Joggen, du gehst in irgendwelche Parks, jeder ist am Trainieren. Motiviert einen so krass, dann das Wetter dazu. Also ich habe richtig Bock, wieder trainieren zu gehen. Ich habe mich jetzt langsam an das Klima gewöhnt, so dass ich nicht allzu verklatscht danach sein sollte. Und ich freue mich einfach noch auf, was noch kommt. Und ich hoffe, diese Woche wird wieder genauso geil wie die letzte. Disorientated, should've just rested. Called your phone, I should've just texted. Lockdown, should've just Tetris. Retail therapy, should've invested. Diamonds dance, they should've been tested. Follow his eyes, you can see the intention. Tension, the G-Tex slide with a Jensen. Gated chest with aluminum fencing. They just hopped it, Taden hopped it. Let me tell you the day synopsis. Found me the meaning of life when they lost it. Scorpion kick on the day they crossed it. Docs are revealing myself, I'm Boston. Venomous action, toxic, Batman step. Für mich geht's jetzt auf die Arbeit. Wir haben es gerade 6:49 Uhr. Ich habe gerade gefrühstückt, habe mich gerade ready gemacht und jetzt fahre ich mit der Bahn so circa 20-30 Minuten zu der Arbeit. Da holt mich dann mein Chef ab und dann fahren wir circa noch mal 10 Minuten mit dem Auto zum Kunden. DDT, that's don't do tricks. I was young, now I'm like Hulk Hogan. Smile, don't cry, pour Henny inside. The snakes in the grass, with pity and lies. Fake friends, what dead, this really implies I lost it. Gained the Brazilian vibe, this cracky John, the million slide. Take a civilian life, she game with her eyes at Newton, Lord, that brain. You know you got brilliant mind. Smile, don't cry, pour Henny inside. The snakes in the grass, with pity and lies. Fake friends, what dead, this really implies I lost it. Gained the Brazilian vibe, this cracky John, the million slide. Take a civilian life, she game with her eyes at Newton, Lord, that brain. You know you got brilliant mind. So, also ich bin jetzt gerade von der Arbeit zurückgekommen, mich hier kurz umgezogen im Hostel, hab mir was Kleines zu essen gemacht, so ein Joghurt mit Banane und jetzt geht's noch ein bisschen trainieren. Also ich habe so einen Outdoor-Park letztens gefunden. Ich habe Bock, wieder ein bisschen ins Training reinzukommen. Ich mache heute keine große Einheit, weil ich bin echt schon ein bisschen am Arsch von der Arbeit. Ein bisschen das Wetter genießen, weil heute ist echt nochmal schön, 28 Grad. Morgen und übermorgen soll es wahrscheinlich eher ein bisschen schlechter werden, also immer noch ziemlich warm, aber wahrscheinlich ein bisschen Regen. Deswegen heute nochmal das Wetter genießen. See, the game's been rigged, you know, turn and twist, but I think that's blatant. I'm D1, not an athlete, a man can't chat to me, talk to my agent. And don't get it mistaken, like how long this one been in the making. The come up been televised, every word in a verse feels sacred. Thank God he produced it, Mike Will wouldn't say that I've made it. I need that front cover on Complex, something to show for we stuck to the basics. Old friends got traded, Crumble Woodman, I don't wanna take risks. Define complacent, I can't stop till my neighbors are. Jetzt habe ich mir gerade mal ein Museum rausgesucht und da soll es anscheinend freien Eintritt geben. Deswegen gucke ich mir das einfach mal an. Es sind 10 Minuten Laufweg von meinem Hostel und ich hoffe, dass es ganz cool wird. Und ich hoffe, dass man da auch filmen darf. Wenn nicht, wäre es ein bisschen blöd. So, also ich war jetzt gerade in der Ausstellung. Ich habe eher gedacht, es wird halt sowas wie eine Kunstausstellung, also halt mit Gemälden und abstrakter Kunst. War halt eher nicht so, vor allem es war halt kostenlos, deswegen kann man das auf jeden Fall mal mitnehmen. Jetzt bin ich hier gerade in so einem Park, die Sonne ist auch rausgekommen. Das ist auch so krass, was es für einen Unterschied macht zwischen bewölkt und Sonne, weil jetzt, ich muss auf jeden Fall gleich das Hemd ausziehen, mir ist viel zu warm. Ey, es ist wirklich so krass. Also ich bin von dem Museum aus höchstens 2 Minuten gelaufen, bin sofort wieder in irgendeinem Park gelandet, wo ich fast nichts vom Straßenverkehr mitbekomme. Ich höre hier die Vögel zwitschern und allen Scheiß. Es ist wirklich so schön, es ist wirklich einfach nur toll. Running away is easy. It's the leaving that's hard. Running away is easy. Running away.
was easy. Then why's you leaving it scarred? Also gerade bin ich sozusagen ein bisschen auf der anderen Seite von der Stadt. Hier ist es so vom Verkehr her ein bisschen ruhiger. Hier sind halt so sehr viele Einkaufspassagen und es ist wirklich auch sehr schön hier. Also hier bist halt mitten in der Stadt. Du hast hier diese riesigen Hochhäuser direkt neben dir, hast aber trotzdem noch ein paar Palmen stehen, was ich ganz cool finde. So, ich hoffe, man kann mich einigermaßen verstehen. Ich bin gerade von der Arbeit zurück, war kurz im Hostel, habe mich direkt umgezogen. Wir haben jetzt 17 Uhr und ich muss später noch ein paar Orga-Sachen machen wegen Steuern und ähnliches. Deswegen mache ich jetzt schnell, muss heute auch noch vorkochen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Jetzt gerade bin ich im Bus zu so einem Outdoor-Gym-Park, Calisthenics-Park. Dauert nur 10 Minuten mit dem Bus und heute war die Arbeit relativ entspannt, also verhältnismäßig entspannt. Ich musste auf jeden Fall nicht ganz so schwere Sachen tragen und schwere Sachen machen. Wir haben schon viele Platten zurechtgeschnitten, haben schon Teil betoniert. Ich fange jetzt an mit ein paar Klimmzügen. Ich mache, denke ich, so 3 Sätze, A10 Stück. Danach geht es ein bisschen an Brust, also ich mache ein paar Liegestütze. Auch so um die, keine Ahnung, 50 oder so versuche ich. Und dann noch ein paar Dips, auch so 30 bis 50. Gucke ich noch, wie viel Power ich dann habe. Nathan. You said you want love and attention, sweet one up in my section. I know that you're feeling the tension, stop and stare when a chick get mentioned. You think you're the only girl on my line, that's crazy, I got selection. But I love your complexion, UTT shocking like a new invention. If you're coming uptown, erection, you might get the extension. Stop with the vexing, I don't care what your girls say, they ain't interesting. You want me to spend my day just texting, angry when I bring lesson. You say I can't like that picture, she just a friend, that's my intention. I think it's jealousy, why you belling me, what you telling me? Um euch auch nochmal die andere Seite zu zeigen. Es läuft natürlich nicht alles perfekt. Also zum Beispiel bei der Arbeit ist es einerseits mega anstrengend, aber das ist ja noch okay. Aber es ist natürlich auch eine Selbstständigkeit und ich werde pro Stunde bezahlt. Das heißt, wenn ich nicht arbeite, bekomme ich auch kein Geld. Und wenn ich kein Geld habe, wird es schwer hier zu leben, weil hier ist das Leben auch nochmal ein bisschen teurer als in Deutschland, würde ich sagen. Vor allem die Unterkunft. Also ich zahle um die 30 € die Nacht. Und das ist schon so mit das günstigste, was man hier in Sydney bekommt. Und ich habe sogar noch relativ Glück, weil in der Sommerzeit, wenn hier viele sind, dann kann das bis zu 50 € die Nacht werden. Und das ist halt schon, wenn man es mal hochrechnet, schon relativ teuer. Ich habe Fixkosten von ungefähr 1.500 im Monat. Also nur für das Essen und für die Unterkunft. Und dann will man ja auch noch mal was machen, was erleben, mal was einkaufen, was lecker essen gehen, dann bist du halt schon weitaus drüber. Aber ich will halt natürlich auch ein bisschen sparen, weil ich nach Sydney wahrscheinlich einen Roadtrip machen will. Und es ist nicht so einfach, wie es manchmal scheint. Also natürlich hat mein Spaß und ich genieße es auch sehr. Aber ich bin natürlich 16.000 Kilometer von meinem Zuhause entfernt. Ich habe keinen, der mir helfen kann, so wirklich. Ich muss auch noch eine Steuererklärung machen, weil ich ja selbstständig bin. Das heißt, ich muss immer eintragen, wann ich mein Gehalt bekommen habe, muss dann damit rechnen, dass das runtergeht. Pack mir das aber auch jetzt schon immer auf ein anderes Konto, sodass ich nicht allzu die Probleme damit bekommen werde. Das ist halt alles, wo man jetzt so ein bisschen lernen muss, wo man reinwachsen muss. Und das halt alles auch noch auf Englisch, auf einer Sprache, die ich nicht perfekt beherrsche. So ist auf jeden Fall nicht einfach, aber machbar. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass es mir so schlecht geht oder was auch immer. Nur ich wollte euch einfach mal einen anderen Einblick geben, dass es vielleicht nicht ganz so einfach ist, wie es manchmal scheint. So sieht auf jeden Fall das Nightlife in Sydney aus. Ist auf jeden Fall cool. Vor allem die Clubs und die Bars am Hafen sind sehr, sehr schön. Ist halt
sehr teuer da, der Alkohol. Generell hier ist der Alkohol sehr teuer. Da halt nochmal besonders wegen der Location. Aber so ist das halt nun mal. Man bezahlt halt für das Ambiente, für die Location, für die Kellner und nicht nur einfach für den Alkohol. Deswegen ist das schon irgendwo halt gerechtfertigt, würde ich sagen. Keine Ahnung. So, das war's mit dem Vlog. Ich bin hier gerade im Airbnb. Ich bin parallel noch dabei, das Video fertig zu schneiden. Deswegen ein bisschen spontaneres Outro. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag und bis zum nächsten Video und ciao.